30 Folgen, Hammer! 24 Angler, Yes! 4 Gruppen, No Schneider! 3 Zielfische, Alter, wie geil ist das? 1 Hauptgewinn und 1 Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo liebe YouTube Predator Cup Zuschauer und herzlich willkommen zur 18. Folge der 3. Staffel und damit zum Viertelfinal-Rückspiel zwischen Jasmin Spingel-Petersen und Enrico Di Ventura. Im Hinspiel gab es bereits 6 tolle Fische zu sehen, alle davon in der ersten Halbzeit, jedoch so gut zwischen den Kontrahenten verteilt, dass gerade mal 5 Punkte Unterschied zwischen den beiden liegen. Enrico ist hinten und gibt heute so lange die Stellen vor, bis er die Führung übernimmt. Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube Predator Cup Zuschauer, zum Rückspiel des Viertelfinals zwischen Jasmin Spingel-Petersen und Enrico Di Ventura. Ihr habt ein sehr, sehr spannendes Hinspiel gesehen. Es ging hin und her, beziehungsweise eigentlich hast du vor allem am Anfang viele Fische gefangen, 3 richtig gute Größen. Ja. Enrico konnte es kontern. Sie sind fast gleich auf. Kleiner Vorteil vielleicht bei Jasmin, weil sie schon alle 3 Fische hat. Du möchtest in 3-4 Minuten anfangen. Deswegen halten wir es jetzt knapp, gehen vor zur Spitze und gucken wir den ersten Fischfang. Los geht's. Die Stelle, zu der wir jetzt gehen, kommt sicherlich vielen von euch bekannt vor. Hier wurde schon sehr, sehr viel gefischt im YouTube Predator Cup. Zu dieser Jahreszeit allerdings noch nicht. Ich bin auch der Meinung, dass die Stelle in der letzten Zeit nicht so gut funktioniert hat. Aber in den frühen Morgenstunden und auch in den Abendstunden geht hier doch immer wieder was. Hier kann man guten Hecht fangen, hier kann man auch Zander fangen. Und ich bin gespannt, ob Enricos Plan hier am Spot aufgeht. Wir haben aus dem Auto schon 2 Angler gesehen, die hier fischen. Und wir haben kein Wochenende, es ist unter der Woche. Und 6 Uhr morgens und trotzdem sind hier Angler. Ich denke, die beiden werden aber trotzdem irgendwie eine Möglichkeit finden, da zu werfen und vielleicht auch den Fisch zu fangen, den sie brauchen. So, es ist 6:35 Uhr. Feuer frei. Los geht's. Los geht's. Abfahrt. Okay, dass ich hier stehen bitte. Viele von euch werden die Stelle wahrscheinlich auf Anhieb erkennen, weil hier schon viele Matches ausgetragen wurden aber auch genauso viele Fische hier gefangen wurden. Also sie ist immer gut für einen guten Fisch, aber ich weiß nicht, wie es aktuell so läuft. Die Tage hier vorher waren ziemlich durchwachsen, also manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal ein Fisch, manchmal 3. Das ist immer nicht so einfach zu sagen. Ich hoffe auf einen Fisch, der reicht mir erstmal. Und ich bin gespannt, wie Jasmin dann reagiert, ob sie hier bleibt oder ob sie den Spot wechselt. Das weiß man nicht. Es ist aber hartes Brot im Moment. Das Wasser ist ziemlich klar. Also auch fürs Zanderangeln nicht unbedingt super. Wir werden sehen. Ja, ich bin hier gerade am Fluchen. Dachte gerade, ich hätte meine Jigbox vergessen. Wäre natürlich der Worst Case gewesen, hätte dann nochmal zum Auto laufen müssen und hätte Zeit verschenkt. Da hätte Enrico wahrscheinlich einen Fisch gefangen. Ich habe jetzt Köder gewechselt. V-Tail hat in den letzten Wochen verdammt gut abgeräumt. Irgendwas Pinkes, bisschen Salt- und Peppermäßiges. Also den Brutfischen angepasst. Schauen wir mal. Vielleicht bringt er jetzt den Erfolg. Beide Angler haben jetzt schon einmal ihre Wurfrichtung und ihren Köder gewechselt. Es ging los, dass beide nach links rausgeworfen haben. Da habe ich tatsächlich noch nicht ganz so viele Fische rauskommen sehen. Das ist ein bisschen flacher. Ich denke, Enrico hat es gemacht, um Hecht zu fangen.
Auf der linken Seite sind manchmal Hechte, auch schon Barsche sind da rausgekommen. Er hat auch mit dem Chatterbait geangelt, also das bestätigt ein bisschen, glaube ich, meine These. Da kam jetzt kein Biss und jetzt werfen beide nach rechts raus, beide mit einem Gummifisch. Das ist eher die typische Zanderstelle, aber auch schon sehr viele Hechte auf der Seite rausgekommen. Ja, mal gucken, ob ein Fisch hier kommt. Ansonsten denke ich, werden wir auch nicht allzu lange hier bleiben, denn die Stelle ist meistens morgens gut. Und wenn jetzt innerhalb von einer Stunde kein Fisch kommen sollte, denke ich nicht, dass Enrico hier bleiben wird. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, it's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen ausprobiert. Ich fische jetzt mal ein bisschen leichter. Vorher habe ich ein bisschen schwerer gefischt, um zackigere Bewegungen zu haben. Jetzt fische ich mal leichter. Das geht auch ganz gut hier mit dem Wind im Rücken, mit dem Werfen. Allerdings, es scheint nicht viel Bewegung im Wasser zu sein. Also auch die Brassen steigen hier nicht sehr viel. Ab und zu mal eine. Und das macht mich ein bisschen, ich will nicht sagen unsicher, aber es macht mich ein bisschen nicht gerade beruhigter. Ne? Also es spannt einen schon ganz schön an. Nichtsdestotrotz werde ich hier noch ein bisschen weiter angeln, weil ich dem Platz eigentlich wirklich alles zutraue. Also das muss ich schon sagen. Wir werden sehen. Vielleicht werden die Fische ja dann aktiver. Also irgendwann wird der Platz auf jeden Fall eine Beißphase haben und ich hoffe, dass das in dem Zeitraum ist, wo ich hier stehe. Natürlich für mich, aber natürlich auch um euch mal was zu präsentieren. Da ja der Nachmittag gestern, also in der letzten Folge, schon gar nicht so von Fisch geprägt war, hoffe ich, dass ich in dieser Folge ein paar Fische nachliefern kann, wenn meine Angelzeit ist. Meine Vermutung, dass wir hier vielleicht so nach einer Stunde den Platz wechseln könnten, wenn kein Fisch gekommen ist, hat sich nicht bestätigt. Enrico zieht es hier durch. Er fischt auf den einen Hecht. Ich denke, er weiß selber ganz genau, dass das hier vor allem für Zander wirklich ein Spot für die Randstunden ist. Aber die Hechte kommen eben auch häufig tagsüber. Genau das verfolgt er. Mal gucken, wann er die Geduld verliert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt hier 8 Stunden fischen möchte. Auch wenn nach 7,5 Stunden hier der Hecht kommen kann, natürlich. Aber ich denke, irgendwann werden wir schon noch mal eine andere Stelle sehen heute. Ja, nach langer Durststrecke hatte ich gerade tatsächlich mal den ersten Biss. Ich war nicht weit draußen und führe den Köder auch nicht weit vom Grund weg. Ich hoffe, dass er jetzt vielleicht noch mal einsteigt. Schauen wir mal. Der Erfolgsköder der letzten Wochen hat mir diese Woche schon 90er Hecht gebracht und einen 72er Zander. Einen 2 Meter breiten Polder. Mega geil. Gucken wir mal, ob er vielleicht hier auch noch was bringt. Als sich Jasmin gerade mal ein bisschen wegbewegt hat, um einen neuen Köder zu montieren, hat Enrico mir leise und heimlich seine Taktik verraten. Die will ich euch natürlich auch verraten, durfte es aber da vorne nicht. Weshalb wir uns jetzt ein bisschen wegbewegt haben. Er möchte nicht, dass Jasmin hört, was er vorhat. Sein Plan ist es, an diesem Spot hier zu bleiben, bis es ein Hecht gibt, vorher nicht wegzugehen, außer wirklich für die allerletzte halbe Stunde dann nochmal an einen Platz zu gehen, wo mehr Frequenz ist. Aus meiner Sicht ist das ein relativ hohes Risiko. Ich habe nicht so viel Vertrauen darin, dass jetzt hier tagsüber ein Hecht kommt. Gleichzeitig kann natürlich auch Jasmin hier ein Hecht fangen. Ich weiß nicht, warum Enrico so davon überzeugt ist, dass wenn hier ein Hecht beißt, dass der auf seinem Köder landen wird. Und ich hätte, glaube ich, eine andere Taktik gewählt. Aber so sind sie, die Italiener. Hinten dicht machen und hoffen, dass vorne Inzaghi irgendwie einen über die Linie drückt. So fühlt es sich ein bisschen an. Mal gucken, vielleicht behält er recht.
Enrico, 3 Stunden 23 Angelzeit bleiben dir noch. Bisher verharrst du hier an deiner ersten Stelle. Ja. Wann kriegt die Vision einen Kratzer? Also wann? Die Vision ist nach wie vor die gleiche, allerdings läuft mir die Zeit so ein bisschen davon, muss ich sagen. Das ist das, was ich meinte. Deswegen werde ich nicht mehr allzu lange hier verharren. Ich merke auch, dass das euch die ganze Zeit nervt, hier ohne Fisch rumzugammeln. Naja, am Ende ist es deine Entscheidung, aber, also, ich brauche natürlich einen wahnsinnig aufregend ist es jetzt hier nicht. Nein, ist schon klar. Seit 6:30 Uhr. Ja, ist alles gut, aber ich brauche natürlich einen Fisch. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich den noch irgendwo fange. Am Ende ist es ja auch fast egal, was es für einer wird, solange Jasmin dann nicht nachlegt. Aber eben, also der Hecht wäre mir halt wichtig gewesen. Aktuell ist es, ich verstehe, dass du einen Hecht brauchst, aber aktuell brauchst du einfach einen Fisch mehr als Jasmin. Genau, also das ist das Ding. Und da wäre das Optimum gewesen, eben daraus einen Hecht zu machen. Ne? Aber ein Hecht, ja, sollte mir nicht vergönnt sein. Ich bin auch froh, dass sie nichts gefangen hat. Und insofern würde ich sagen, wechseln wir jetzt gleich mal den Platz und gehen Polderangeln. Jasmin, es naht ein Spotwechsel. Ich persönlich bin nicht wahnsinnig unglücklich darüber. Was hältst du davon? Ich persönlich auch nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier fischen. 5 Stunden oder länger vielleicht auch schon. Nee, noch nicht ganz. Ich denke, dass es heute sehr schwierig ist hier. Wir haben bis jetzt, oder ich habe einen Kontakt gehabt, ansonsten kam ja wirklich gar nichts. Ich weiß auch, an solchen Tagen kommt irgendwann mal ein großer Einschlag. Aber ich persönlich wäre auch für einen Spotwechsel. Und mir persönlich wird es sehr gefallen, wenn er mit mir an eine Polder fährt. Hat er gerade gesagt, dass Ja. er das machen will. Hört sich gut an. Polderangeln liegt mir, Hechtangeln sowieso. Ich komme aus dem Norden, ich habe an der Träne gefischt, ganz viele Jahre lang. Und demnach weiß ich auch, was ich da tue. Und habe dann auch ein gutes Gefühl, weil ich eigentlich weiß, dass ich da auch mal ein Hecht bekommen werde. Das weiß der Enrico natürlich auch. Aber Ja, vielleicht hat er das gehört und entscheidet sich jetzt noch mal um. Wir werden es gleich sehen. Wir sind gleich auf dem Weg zum Auto. Mal gucken, wo er uns dann hinführt. Ja. Und hoffentlich geht da ein bisschen mehr als hier. ich bin gespannt. Mir ist es 2 eigentlich Hechte. egal, wohin. Hauptsache, wir fangen jetzt mal ein paar Ja. Fische, beziehungsweise ihr. Es wäre cool, wenn noch ein paar Fische kommen, allein für euch schon, damit ihr noch ein bisschen was zu sehen habt. Denn gestern der Nachmittag war ja schon sehr zäh, nachdem der Start einfach mega geil war gestern Morgen. Besser hätte es nicht laufen können, aber gucken wir mal. Italienisches Angeln. Ja, Italienisches Angeln. So this year we made together with Klaas Zwartzonker for Abu the new McSnack. So we already have the McJerk 12 and 15 centimeter, but we wanted to make a downsized jerkbait. So the McSnack is 9 centimeter, only 22 gram. It's slow sinking. It has really easy action. So if you only cast and retrieve it on a steady pace, it will go left, right really beautifully. If you give it some pauses and some jerks, it has a very erratic action, and the pikes really love it. Comes in 10 different colors, both realistic printed colors and glitter colors. So go check them out and catch a lot of pike or perch or whatever you want to catch on it.
So, Enrizi, wie würde Herbie sagen? Jetzt catchen wir mal ein Bike. Jetzt catchen wir mal ein Bike. Der erste Platzwechsel. Ab ins Auto und los zur zweiten Stelle. Fangtechnisch kann es nur besser werden. Wir haben jetzt genau 1 Stunde gebraucht, um den Spot zu wechseln. Wir sind an Polder gefahren, wie Enrico angekündigt hat. An einem Polder, in dem im YouTube Predator Cup auch schon gefischt wurde, in dem auch schon Fische gefangen wurde. Ja, jetzt geht's los. 3 Stunden 17 Minuten verbleiben, Enrico. Mal sehen, ob wir heute noch einen Fisch sehen. Ich würde mich drüber freuen, ganz egal an welcher Route. Ich nehme an diese Stelle 2 Routen mit. Eine kräftige Hechtroute, das ist die Power Tees bis 70 Gramm. Und eine mittelschwere, eigentlich meine Jigger auch für Zander. Aber mit der fische ich halt hier so kleine Ricky the Roach in 10 cm. Ich wechsle dann relativ schnell, weil das ist dann einfacher. Dementsprechend müsste ich sonst immer den Köder wechseln und das dauert halt länger und das will ich nicht. Ich will hier keine Zeit verlieren. Ich will hier so schnell wie es eben geht irgendwie gucken, dass ich so ein gezahntes Ding hier raus lupfe in meinen Kescher. Und deswegen, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Ich weiß nicht genau, was uns jetzt hier erwarten wird, ob das gut wird, ob das schlecht wird, das weiß man nicht. Das ist halt die letzten Tage wirklich sehr, sehr durchwachsen gewesen. Trotzdem, ich gebe alles, ich gebe Gas und hoffentlich bin ich am Ende derjenige, der einen Fisch mehr gefangen hat. Bleibt dran. Jasmin ist jetzt wieder zurückgerannt. Ich weiß aber jetzt nicht aus welchem Grund. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist, aber es sah irgendwie so aus, als hätte sie irgendeinen Spot gesehen oder gefunden, den sie interessant fand. Keine Ahnung. Mal sehen. Voller Körpereinsatz bei Jasmin. Um besser werfen zu können, steht sie bis zum Bauch im Wasser. Das hätte doch einen Biss verdient, oder? Ja, nachdem ich da gerade im Schilf rumgekraxelt bin und meinen Köder auch noch verloren habe, weil ich ein bisschen nervös war, habe ich jetzt auf ein Chatterbait gewechselt. Das Wasser ist sehr trüb, deshalb orangenes Chatterbait, UV-aktiv und einen weißen Trailer hinten drauf. Mal gucken. Ich hoffe doch, dass vielleicht die Hechte heute noch ein bisschen Lust haben. Die beiden Kontrahenten schenken sich hier nichts. Es wird von Spot zu Spot gesprintet. Überall schnell 2, 3, 4, 5, 6 Würfe gemacht. Beide haben auch schon unterschiedliche Köder ausprobiert. Was auffällt, ist, dass Enrico den Köder deutlich schneller führt als Jasmin. Jasmin führt ihn relativ langsam. Enrico mit ordentlich Zug. Jetzt hat er gerade ein Spinnerbait drauf, aber er hat auch schon ein Chatterbait geangelt, Jerkbait, Gummifisch. Und auch bei Jasmin hat man verschiedene Sachen am Köder gesehen. Jetzt habe ich sie länger mit dem Chatterbait fischen sehen, aber Gummi war auch schon dran. Ja, so richtig. Enrico, einen Biss hattest du, hast du gesagt? Also einen Kontakt auf den Köder bei Enrico gab es. Man muss dazu sagen, hier gibt es auch Rapfen drin. Also ob es ein Hecht war, kann man auch nicht sicher sagen. Die Uhr tickt gnadenlos runter und ich denke schon, dass wir in der Schlussphase dann auch noch mal einen dritten, letzten Spot sehen werden, an dem es dann vielleicht auch nicht mehr darum geht, einfach nur einen Hecht zu fangen, sondern einfach nur einen Fisch zu fangen. Also nach wie vor ist es ja so, Enrico würde mit einem kleinen Barsch, einem kleinen Zander oder einem kleinen Hecht in Führung gehen. Er braucht nicht unbedingt einen Hecht. Er wollte den unbedingt haben, einfach weil er ihn noch nicht hat und so nicht auf 6 Fische kommen kann, wenn er keinen mehr fängt. Aber er ist schon wieder auf dem Weg zum nächsten Spot und wir gehen mal hinterher. Das kann auch nicht wieder mit so 3 cm zu Ende gehen. Das ist doch unglaublich. Das ist richtig, richtig innere Scheiße. Wir sind ja im deutschen Fernsehen, da darf man ja auch fluchen. Das ist unglaublich, echt. Also, drückt mir mal die Daumen. Wenn ihr alle ganz, ganz fest drückt, dann klappt es vielleicht. Die Uhr tickt gnadenlos runter. Bisher gibt es am Polder noch keinen Biss auf beiden Seiten. Während Jasmin damit vermutlich ganz gut leben kann, wird Enrico zunehmend nervöser und unzufriedener.
Nein, das war ein bisschen. Und los für. Er hat gerade einen Biss gehabt, der lang ersehnte Biss, er war da. Unser Kameramann musste gerade die Akkus wechseln, das muss leider ein paar Mal am Tag gemacht werden. Klar, ist natürlich typisch, dass genau in der Sekunde dann auch der Biss kommt. Ihr habt den Köder gesehen, er sieht echt nicht so gut aus. Und leider sitzt der Haken ein paar Zentimeter weiter hinten und der Hecht hat nur am Kopf attackiert. Der Fisch hat nicht gehangen, also leider für Enrico und leider für euch, denn wir wollen alle heute noch einen Fisch sehen. Also laut schreien, wenn Fisch drauf ist, ja? Ja, Fisch! Fisch! Ich glaube, er ist nicht mal maßig, aber könnte vielleicht passen. So, schnell Abpackmatte fertig machen hier. Könnte reichen, vielleicht mit ganz viel Glück, ja, reicht. Perfekt. Der hat 55 Zentimeter. Hat er. 55 Zentimeter. Ich halte ihn ganz kurz rein, ich habe schon blutige Finger wieder. So, es ist mir jetzt egal, aber ein Angler muss flexibel sein. Ich habe auf eine alte Waffe tendiert, und zwar den Giant Flapper von Spro. Der hat mir damals richtig gute Fische hier gebracht, überall anders auch. Tut mir leid, Sänger, aber es musste leider sein. Es geht hier auch um etwas und schließlich hat es funktioniert. Darum geht's doch, oder? Fische zu fangen. Also schnell wieder rein und weiter geht's. Perfekt. Oh, geil. Yes! Endlich hat's geklappt. Ich vertraue dem Giant Flapper so dermaßen und es hat ja mal wieder gezeigt, dass es funktioniert. Ich werde jetzt noch ein paar Würfe mehr machen, gucken, dass ich noch einen bekomme, um dem Enrico noch ein bisschen mehr Druck zu machen. Ob Enrico noch mehr Druck braucht? Wohl kaum. Auf der Suche nach dem für ihn so wichtigen Hecht bekommt er einen mächtigen Fehlbiss und kurz darauf fängt nicht er, sondern Jasmin. Das einzig Positive für ihn ist, dass der gefangene Fisch nicht riesig ist und er weiterhin mit einem mittleren Hecht in Führung gehen kann. Um genau zu sein, würde ein 60er zum Ausgleich und ein 61er zur Führung reichen. Vorausgesetzt natürlich, dass Jasmin nicht noch einen mehr fängt. Trotzdem hat sich seine Laune verständlicherweise keineswegs verbessert. So eine Scheiße brauchst du gar nicht für. Echt, das ist doch echt zum Kotzen. Ich habe auch einen Fisch. Der ist aber zu klein, oder? Ja, der hat keine 22. Ja, der Enrico kam gerade an mir vorbei. Man hat es ihm angesehen, er war nicht sonderlich begeistert, dass ich jetzt hier einen Hecht gefangen habe, weil er gerade eben auch einen verloren hat, der tatsächlich ein bisschen größer war als nur 55. Aber das ist Angeln. Und für mich ist es jetzt gerade perfekt gewesen, dass er den Hecht nicht bekommen hat. Auch wenn ich natürlich jedem seinen Fisch gönne. Ich habe ihm ja gestern eine großzügige Stelle gezeigt, er hat seine Fische gefangen, aber heute nicht. Heute bin ich dran. Ein paar Würfe machen die beiden noch, dann bricht Enrico das Polderangeln. Hastig geht es zum Auto. Mal sehen, was er vorhat. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit und er steht mit dem Rücken zur Wand. Ja, das wird voraussichtlich mein letzter Spot für heute. Wir werden mal hoffen, dass es noch Fisch für mich gibt. Ich bin auch echt ein bisschen aufgeregt jetzt gerade, weil jetzt muss ich liefern. Ansonsten war es das für mich im YouTube Predator Cup 2020. Ich hoffe mal nicht, aber jetzt wird erstmal geangelt. Eine Stunde Zeit bleibt mir noch
Ich gebe alles. Ihr kennt mich. Jo, ich habe gerade gesehen, dass der Enrico sich was anderes montiert hat. Irgendwie ein bisschen was Kleineres. Ich sehe auch schon, hier ist ein bisschen Strömung drauf. Ich denke mal, ich werde jetzt auch mal was anderes montieren. Mal gucken. Sieht so aus, als würde er jiggen wollen. Ich schau mal. Ich bin hier noch nie gewesen. Das Wasser ist relativ trüb. Irgendwas mit bisschen Chartreux. Schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, ob es der Köder wird. Vielleicht suche ich mir auch gleich was anderes aus. Also, jetzt. 40 Minuten noch. Jetzt wieder ganz anderes Angeln hier. Während wir eben am Polder mehr oder weniger hektisch durch die Gegend gerannt sind. Immer den Anglern hinterher. Jeder den ersten Wurf überall machen wollte. Wird jetzt hier doch sehr, sehr konzentriert gefischt an einer Stelle. Natürlich ein bisschen fächermäßig abgeworfen. Aber beide bewegen sich nicht viel und beide sind relativ ruhig und hoch konzentriert. Gute halbe Stunde Zeit bleibt noch. Enrico hatte gerade den ersten Biss hier an der Stelle, hat auch sofort angehauen, aber Fisch ist nicht hängen geblieben. War es ein guter Biss, Enrico? War ein richtiger Biss. Ob es jetzt ein Fisch gewesen wäre in der Größenordnung, der ihm gereicht hätte, darüber kann man jetzt nur mutmaßen. Aber natürlich jeder Fisch, der erstmal hängen bleibt, wäre sehr, sehr wichtig für ihn. Aber Fisch ist am Platz, gutes Zeichen. Heute scheint sich wirklich alles gegen Enrico verschworen zu haben. Zumindest fühlt es sich für ihn mittlerweile so an. War dieser Biss die letzte Chance aufs Halbfinale? Enrico hat nicht lange Zeit, darüber nachzudenken, denn Sekunden später taucht die holländische Polizei auf. He got a big bite and like 5 minutes later, Jasmin caught a small pike and that's all for today. No perch, no zander. No perch, no zander. Not today, but yesterday we... Yesterday they caught very well, yeah. Okay. Like also big fish. Already here or? No, we have different zones. So yesterday they needed to fish in zone A and zone B. And then he caught 2 big perch, she caught 1 big perch and a zander and also a pike. And he caught a zander as well. So actually they caught 6 fish altogether, now 7. Why were you coming here? Just to check? Yeah. A lot of guys go fishing here. Then we check for the fish pass. Yeah, they both have one. And you were in the thunderstorm with Simon? Yes, yes, I was. Last week? Yeah. I saw it on his Instagram. Yeah, It was terrible weather. Fish. That's a small one, but I have a fish. I think it's yeah. I need the net. I need the net. Oh my God, a little zander. You don't okay. need the net, I guess. I don't need a net. But I've catched the zander. Yeah, I've learned English. You're laughing, I'm crying. I'm Extra about for to cry. Tobi Eckwald. In dem Glauben, falsch geparkt zu haben, fragt Toni die beiden angelnden Kontrahenten nach ihren Autoschlüsseln, damit sie weiterfischen können, während er die Autos umparkt. Doch dann steigen die Polizisten aus und grüßen breit grinsend mit niederländischem Akzent und den netten Worten YouTube, Hecht und Barsch. Eine sehr angenehme Begegnung mit den Polizisten, die den YPC auch mit großem Interesse verfolgen. Doch Enrico hat wirklich andere Sorgen. Die Partie ist fast rum und er hat noch eine letzte Vision. So, letzter Spotwechsel. Es sind noch etwas mehr als 10 Minuten. Es geht darüber. Ist hier Hechte gefangen? Wo bist du jetzt erst hier hin? Einen habe ich hier.
das genug? Ich weiß es nicht. Wie viel brauche ich denn? 60? Ja. Knapp, ne? Wird knapp. Was ist das Maßband? Ja, das war Jasmin. Und der Gummi ist schon raus. Ein Hecht. Ich glaube, der ist größer als 60. 68. 68, Mann! Yes! War das so eine knappe Nummer? Meine Güte. Ist das zu fassen? Fast 8 Stunden lang kein Fisch und dann die Erlösung. Der Hecht ist 68 cm lang. Enrico führt mit 8 Punkten. Jasmin bleiben ein paar Würfe, um einen maßigen Fisch zu fangen. Zwei. 1. Over. Yeah, in the stove, on the corner of my road. Enrico, ey. Took the boat. Jetzt hast du mich ja noch ausgelockt auf den letzten Metern. Das hätte ich nicht gedacht. Ah, Jeder Wurf kann alles verändern. ich weiß. Deswegen sagte ich ja, es ist eine verdammt knappe Nummer. Alter Schwede. Ich hatte hier im Training genau da einen Hecht. Aber gut, dass der jetzt kommt, ist natürlich so. Warte, ich hol mal eben rein. Ich hab noch überlegt, da hinten auf Hecht zu werfen, ne? Aber ich hatte da, wo wir standen, auch. Enrico, ey, du hast so geil gefischt. Komm hier, ja. Glückwunsch, war wirklich, wirklich geil. Das war richtig krass. Du hast dich auf jede Situation eingestellt. Ja. Egal an welchen Spots, auch an meinen Spots und so, hast du es relativ schnell kapiert. Ja. Sehr, sehr gut geangelt. Also, wie gesagt, es wäre vollkommen in Ordnung gewesen und natürlich auch mein eigenes Pech gewesen, wenn du weitergekommen wärst. Aber du hättest es dir gründlich verdient. Ja. Ohne Spaß. Leute, was war das für eine verrückte Partie? Vor allem, was war das für ein verrücktes Ende? Enrico hat den ganzen Tag gekämpft. Jasmin hat es hervorragend gemacht. Sie musste letztendlich Enrico den ganzen Tag hinterherlaufen. So sind die Regeln. Der zurückliegt, gibt am zweiten Tag die Spots vor. Sie hat sich auf alle Situationen gut eingestellt, hat an jeder Stelle Bisse bekommen, hat einen Fisch gefangen, da wo Enrico eigentlich unbedingt einen Hecht brauchte. Und dann fängt er 3 Minuten vor Schluss den Fisch, den er brauchte. Ich will nicht sagen, dass ich mich nicht für Enrico freue, aber es tut mir auch sehr, sehr leid für Jasmin, die sich wirklich sehr, sehr wacker geschlagen hat und es wirklich genauso verdient gehabt hätte, ins Halbfinale einzuziehen. Nun ist es Enrico. Ich hoffe, dass euch die Partie gefallen hat, dass euch die Sendung heute gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich extrem freuen, wenn ihr uns ein Like gebt. Gerne unten in die Kommentare vielleicht ein paar Worte zum Trost für Jasmin reinschreiben, die sich, wie gesagt, extrem gut präsentiert hat hier. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren, die Alarmbenachrichtigungsglocke drücken, damit ihr auf gar keinen Fall die nächste spannende Partie im YouTube Predator Cup verpasst. Wir hauen rein, macht's gut, ciao. So, liebe YPC-Zuseher. Der Köder, der mir wirklich sehr viele Punkte gebracht hat, ist der 9 cm Shetties in der Hecht- und Barsch-Sonderfarbe. Der Hecht, der mich letztendlich weitergebracht hat, kam auf den, und der 57er Zander, der auch sehr, sehr wichtig war, kam ebenfalls auf den. Ich muss nachher noch mal im Hecht- und Barschhaus ein bisschen nachstöbern, damit ich nämlich meinen Nachschub noch sichern kann. Falls ihr noch keinen habt oder auch Nachschub braucht, auf jeden Fall bei Hecht und Barsch nachsehen. Ich bin raus, ich bin happy, aber weiter. Was für ein Herzschlagfinale! Enrico zieht tatsächlich noch ins Halbfinale ein und trifft dort auf Dietmar Isaias oder Veit Wilde, die sich in den nächsten beiden Wochen hier auf dem Kanal in Hin- und Rückspiel duellieren werden. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Likes, Kommentare und natürlich über neue Abonnenten. Macht's gut!